Ja, hallo liebe FC Bayern München-Fans, liebe Fußballfans. Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, was da beim Spiel gegen RB Leipzig abgegangen ist am Samstagabend, 18:30 Uhr Partie. Topspiel, hatte seinen Namen verdient gehabt. Und zwar am Ende hieß es dann 5:1 für den FC Bayern München. Ja, die erste Halbzeit noch ein bisschen durchwachsen. Die Bayern mit vielen Problemen, gerade in der Abwehr auf der rechten Seite. Raum und Nusa haben da viel Tempo gemacht für die Leipziger. Und ja, das 1:0 war auch verdient für die Leipziger durch Romolo in der 21. Minute. Und nach der Halbzeitpause wurde dann Kimmich eingewechselt für den angeschlagenen Goretzka. Und danach haben die Bayern auf jeden Fall deutlich Schwung aufgenommen und das Tempo erhöht, womit die Leipziger nicht wirklich klargekommen sind. Und dann ging es natürlich Schlag auf Schlag. 5 verschiedene Torschützen bei den Bayern. Und allesamt die Tore waren durchweg sehenswert. Und am Ende, wie gesagt, 5:1 für die Bayern. Olise dann auch noch mit eingewechselt in der 57. Spielminute und 3 Vorlagen alleine und ein Tor geschossen. Ja, und ich zeige euch jetzt nochmal alle Highlights und Tore aus meinem Stream vom Samstagabend RB Leipzig gegen Bayern München. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt und ein Abo da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Lukeba für die Leipziger. Schon im Mittelfeld der Abwehrspieler. Muss mal gestört werden langsam. Diomande auf der rechten Seite ist im Strafraum. Tanzelt herum, könnte schießen. In der Mitte und das ist fast das 1:0. Diomande mit der riesen Hereingabe und Nusa mit der Riesenchance zum 1:0, den habe ich schon fast drin gesehen. Oh, da wird er zum Glück noch gestört von Bischof, muss es gewesen sein. Oh, ein Riesenspiel von den Leipzigern bisher. Zwar erst 7 Minuten gespielt, aber eine starke Anfangsphase. Die Bayern schon zweimal in Not, einmal mal Neuer und einmal Bischof so ein bisschen gestört. Jetzt Luis Diaz ist vorbei auf der rechten Seite. Könnte alleine vors Tor, kommt alleine vors Tor, schießt und gerade noch so geklärt. Aber was ist das für ein Spiel hier? 7 Minuten gespielt und wir haben hier schon 4 Riesenchancen. Goretzka mit einer guten Grätsche kriegt da den Ball. Bayern, gutes Pressing dort von Leipzig. Bayern müssen aufpassen. Kane. Schön in den Lauf von Karl. Karl. Gegen Raum. Drüben ist Diaz. Sieht der Diaz. Er müsste passen. Er passt und passt zu schlecht. Lennart Karl, der Youngster. Fast mit dem guten Pass in den Lauf. Aber hier wieder die Kane mit einem super Pass. Schickt dort Lennart Karl auf der rechten Seite. Der entwischt Raum und dann sieht er leider Diaz nicht richtig. Vielleicht hat der Diaz den falschen Laufweg genommen. Ich denke mal, aber Karl zu weit nach vorne gepasst. Ja, er weiß selber, da hätte man mehr machen können draus. Raum. Sieht Nusa auf der linken Seite völlig frei. Zu viel Platz dort. Bischof, wo bist du? Jetzt kommt Raum wieder in den Strafraum. Könnte flanken. Und da steht es 1:0. Gerade noch gesagt, der erste Fehler wird hier wahrscheinlich entscheiden. Romolo mit dem 1:0 für die Leipziger, die hier führen. Und da hat Bischof zu weit offensiv gestanden. War zu offensiv von Tom Bischof, der dann natürlich hinten gefehlt hat und Raum mit dem ungedrängt konnte den Strafraum einflanken. Gucken wir uns nochmal an. Da war Tom Bischof, der hat da zu früh rausgerückt und da musste natürlich hinterher rennen und Raum mit dem schönen Auge zu Romolo in der Mitte. Da ist dann auch Tah zu spät und kann nicht mehr eingreifen. Diesmal hat es geklappt für die Leipziger. 1:0, 20. Minute Romolo. Das heißt natürlich, dass Kane jetzt den Ball vielleicht anbringen kann. Schade. Die Bayern wollen es natürlich wissen. Jetzt Gnabry mit der Riesenchance. Gnabry mit dem 1:1. 50. Spielminute. Serge Gnabry. Und so schnell kann es gehen. Ich habe gesagt, ich habe die Taschentücher schon bereitgestellt für die Leipziger. Da sind sie, die Bayern. Von wegen vorhin. Oder eine sagt, ja, hier passiert nichts, die Leipziger werden gewinnen. Da steht es 1:1. 15 Minuten. Und hier der Fehler. Wer war's? Gut gestört von Upamecano, der in die Hälfte reinkommt. Von den Leipzigern. Und dann ist es Baumgartner, der den Ball verliert. Und dann Gnabry. Frei vor Gulaschi. 1:1. 50. Spielminute. Aber Kimmich hat auch aufgepasst. Und die Bayern bleiben im Ballbesitz. Bischof, rechte Seite und nimmt Olise mit. Strafraumrand ist einmal vorbei. Könnte flanken. Flankt auch. Kane. Harry Kane zum 2:1. Ich werde nicht mehr. 67. Spielminute, das Spiel gedreht. Harry Kane. Wahnsinn. Und die Bayern-Fans rasten ja aus in Leipzig. Das Spiel gedreht. 67. Spielminute Harry Kane. Ah, da kommt auch Gulaschi denn zu spät mit der Hand. Und da ist natürlich auch Baku vor Harry Kane ausgerutscht. So kann Harry Kane den Ball mit seiner Technik annehmen und dann hat er freie Schussbahn vor Gulaschi, der noch mit dem Pranken rankommt, aber kann den Ball nicht mehr klären und der Ball fliegt ins Tor.
2:1 für die Bayern, 67. Minute, Harry Kane. Ja, Gulácsi ist ja auch nicht mehr der Jüngste, auch auf, wie gesagt, bei Neuer. Da darf man auch nicht unterschätzen. Torwart kann auch ruhig mal älter sein. Und Manuel Neuer hat die Qualitäten. Da hat man heute im Spiel gesehen. Der hat ja heute 3 Dinger, glaube ich, rausgeholt alleine. Der eine Ding vorhin. Und jetzt die nächste Eckball für die Bayern. 3:1. 82. Spielminute. Und Tah belohnt sich mit einem super Spiel. 3:1 für die Bayern. Das Ding müsste durch sein. Noch 8 Minuten zu spielen. 82. Spielminute. Tah mit dem 3:1 nach der Ecke. Die auch heute wieder sehr, sehr, sehr gut getreten worden sind. Raum beschwert sich dann noch bei Stegemann. Der Schiedsrichter, der Raum hatte sich beschwert, dass da ein Leipziger geschoben worden sollte. Aber die Leipziger haben ja selber geschoben. Also ganz stark wieder Upamecano. Kane auf Olise, rechte Seite. Kriegt er die noch? Wer kriegt den noch? Jetzt gegen Raum. Olise gegen Raum im 1:1. Schiebt durch. Alter Schwede, er sieht Pavlovic 4:1. Und die Bayern nehmen jetzt die Leipziger auseinander. Und Olises Tor, das ist Olise sein Tor. Ich finde keine Worte mehr, weil die erste Halbzeit war ja nicht so gut. Und jetzt steht es auf einmal 4:1 für die Bayern. Insgesamt 10 Tore. Muss man sich mal überlegen. Gegen RB Leipzig in die Saison geschossen. Wow. Also die ersten Hälfte ging an die Leipziger und die zweite Hälfte 100%. Wieder Harry Kane, diese Diagonalpässe, die er anbringt. Haargenau. Klar hat Olise da noch guten Anteil daran, weil er den von der Linie da kratzt, an der Seitenlinie. Und dann ging Raum. Und das macht die Abwehr von Leipzig. Da läuft Pavlovic durch und kann sich entscheiden. Der könnte den selbst mit dem Flugkopf auf den Rasen reinmachen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. 4:1 für die Bayern. Kommt Luis Diaz nochmal auf der linken Seite. 2 gegen 2. Sieht Musiala in der Mitte vielleicht noch. Luis Diaz auf zu Musiala, Luis Diaz, Olise und da ist das 5:1. Olise und die Bayern nehmen die Leipziger in der zweiten Halbzeit komplett auseinander. Die Red Bull-Dose wird zusammengedrückt. 5:1 für die Bayern. Was für eine Halbzeit, liebe Fans. Vorhin war noch jemand im Stream und hat gesagt, da wird nichts anbrennen, die Leipziger werden hier gewinnen. Und was habe ich gesagt? Ich habe schon Taschentücher für die Leipzig-Fans bereitgehalten. Und was kommt? 5:1 für die Bayern in der zweiten Halbzeit. Und da kann Jürgen Klopp, der kann da gucken. Da kann Jürgen Klopp noch so viel gucken. Der wird sich daran nichts ändern, dass die Bayern in der zweiten Halbzeit so mal richtig aufgedreht haben und gezeigt haben, in Leipziger, was los ist.